my head. We are one. We see all. You are part of us now. Accessing neural stream. Consciousness analysis initiated. Data acquisition in progress. You cannot escape. 아리스. 아리스 미아 승증자. 진. Der Wind heulte über das trostlose Plateau, ein Land, das unter einem veilchenfarbenen, geschundenen Himmel des Lebens beraubt war. Die Luft war erfüllt von einer eisigen Stille, die selbst die Zeit zum Stillstand zu bringen schien. Jeder Atemzug schmeckte nach Vergessen, nach Geschichten, die hier einst lebendig waren und nun im Frost begraben lagen. Sung Jin-Woo ging allein, jeder Schritt hallte in der Stille dieser zerstörten Welt wider. Seine Silhouette wirkte verloren in der endlosen Weite, als ob er gegen die Schatten seiner eigenen Erinnerungen ankämpfte. Der Nebel klammerte sich an seinen Mantel, kalt und schwer, als ob die Geister seiner Vergangenheit nach ihm griffen. Jeder Schritt schien schwerer als der letzte, als würde die Last seiner Entscheidungen ihn niederdrücken. Er hielt inne und überblickte die endlose Leere. Keine Feinde, keine Dungeons, nur Einsamkeit. Die Welt um ihn herum war zu einer Bühne geworden, auf der nur er zurückgeblieben war. Er war zum Gipfel der Stärke aufgestiegen, nur um sich völlig allein wiederzufinden. Die Stille war sein einziger Begleiter, und sie war unerbittlich. Die Macht in ihm fühlte sich weniger wie ein Geschenk an, sondern mehr wie ein Fluch. Eine ständige Erinnerung an den Preis, den er gezahlt hatte. Jeder Gedanke an seine Vergangenheit war wie ein Messer, das alte Wunden wieder aufriss. Der Wind flüsterte Namen, die er zu vergessen versucht hatte, und stellte sicher, dass er selbst hier dem Mann, der er einst war, nicht entkommen konnte. Inmitten der Kälte und Leere wurde ihm klar, dass wahre Stärke nicht nur im Sieg lag, sondern auch im Akzeptieren der eigenen Verluste. Der Nebel verwandelte sich in Erinnerung. Das zerbrechliche Lächeln seiner Schwester in einem Krankenhausbett, seine eigenen Hände, die über fehlgeschlagenen Testergebnissen zitterten. Er erinnerte sich an die erdrückende Last der Enttäuschung, die Hilflosigkeit, die ihn in die Dungeons trieb. Er hatte die Macht gewonnen, über Leben und Tod zu bestimmen. Doch die Wärme seiner Familie fühlte sich weiter entfernt an als je zuvor. Diese Geister waren das Fundament seines Throns.
Erinnerungen, denen er niemals entkommen konnte. Jin Wu zog ein zerknittertes Foto aus seinem Mantel. Eine ganze und glückliche Familie. Eine Welt, die ihm verloren gegangen war. Das Bild war mehr als nur ein Stück Papier. Es war ein Fenster in eine Vergangenheit, die er nie wieder zurückholen konnte. Er sank auf die Knie. Die Trauer brach über ihn herein. Eine Kraft, mächtiger als jedes Monster. Seine Schultern bebten, als die Erinnerungen ihn überwältigten. Jede Sekunde ein Stich ins Herz. Eine einzelne Träne lief über seine Wange und kristallisierte in der eisigen Luft. Ein Denkmal seiner Trauer. Diese Träne, gefroren in der Zeit, erzählte eine Geschichte von Verlust und Schmerz. Die Welt schien innezuhalten und Zeuge seiner stillen Verzweiflung zu sein. Alles um ihn herum war in einem Moment der Stille gefangen, als ob die Zeit selbst seinen Schmerz respektierte. Das Foto glitt ihm aus den Fingern und landete mit dem Gesicht nach unten auf dem kalten Stein. Es war, als ob die Schwerkraft selbst seine Last nicht mehr tragen konnte. Seine gefrorene Träne schimmerte, ein Vorbote der kommenden Transformation. Diese Träne war nicht nur ein Symbol des Schmerzes, sondern auch ein Zeichen der Veränderung. Seine Trauer war nicht länger nur eine Emotion. Sie wurde zu einer Macht. Mit neuer Entschlossenheit in den Augen erhob er sich, bereit, die Welt zu verändern. Der Boden brach auf und stürzte ihn in eine Kathedrale aus Obsidian und Eis. Säulen gefrorener Dunkelheit ragten empor, leuchtend in violettem Licht. Seine Trauer pulsierte in ihm und erweckte eine schlummernde, unberechenbare Kraft. Die Kathedrale reagierte, ihr Licht flackerte im Einklang mit seinem Schmerz. Er erhob sich, die Qual formte ihn um. Seine Trauer war nun der Treibstoff für eine transzendente, furchtbare Stärke. Dies war sein Schmelztiegel, wo Schmerz zu Macht und Trauer zu einer Waffe geschmiedet werden würde. Aus den Schatten tauchten Phantome auf, geisterhafte Versionen seiner selbst, jede ein Denkmal des Scheiterns. Der E-Rang-Jäger, der gebrochene Junge aus dem Doppeldungeon, der beschämte Sohn, sie umkreisten ihn. Stille Anklagen in ihren Augen. Ihre Anwesenheit drang tiefer ein als jede Klinge und nährte seine Trauer und Macht. Er hielt stand, die violette Energie in ihm flackerte. Dies waren keine Feinde, die es zu besiegen galt, sondern Erinnerungen, denen man sich stellen musste. Sie zu zerstören, hieße, den Schmerz zu zerstören, der ihn so weit gebracht hatte. Die Phantome verschmolzen mit ihm. Jede Fusion ein brutaler Akt emotionaler Alchemie. Angst, Scham, Qual. Er absorbierte sie alle. Schwarze Adern breiteten sich über seine Haut aus. Seine Menschlichkeit verblasste mit jedem Gespenst, ersetzt durch kalte, ungezähmte Macht. Das letzte Phantom, weinend über dem Foto, zögerte. Dann löste es sich in ihm auf. Ein violettes Licht explodierte, dann verschwand es und hinterließ nur eisige Stille. Er hatte seine eigenen Geister verzehrt. Er war sein eigenes Monster geworden. Die Kathedrale löste sich auf
und enthüllte einen Thronsaal aus zerbrochenen Spiegeln und Obsidian. Ein einziger Thron stand in der Mitte, umgeben von Reflexionen. Einige mächtig, einige verdreht, einige noch menschlich. Er ging auf den Thron zu, jeder Schritt hallte in der Stille wieder. Die Spiegel beurteilten ihn, ein Kaleidoskop seiner zerschmetterten Identität. Zu sitzen bedeutete seine Transformation zu akzeptieren, Macht zu umarmen und Wärme aufzugeben. Der Thron wartete, geduldig und ewig. Er griff nach dem Spiegel und sah nicht den Monarchen, sondern den Jungen, der er einst war, ängstlich, hoffnungsvoll, verzweifelt zu beschützen. In den Rissen des Glases verschwammen Vergangenheit und Gegenwart, und für einen Moment spürte er die Unschuld, die er verloren hatte. Die Finger zitterten leicht, als er das kalte Glas berührte, als wollte er die Zeit zurückdrehen und den Jungen vor allem bewahren, was noch kommen sollte. Die stumme Frage des Jungen hallte wieder. War es das wert? Hätte er einen anderen Weg wählen können, oder war dies das unausweichliche Schicksal eines Königs? Die Zweifel nagten an ihm, während die Augen des Jungen voller Sehnsucht und Unverständnis blickten. Jin Woo erinnerte sich an die Wärme, die er verloren hatte, die Liebe, die ihn angetrieben hatte, die Erinnerungen an Lachen, an Umarmungen, an die Geborgenheit, die einst selbstverständlich war, flackerten auf wie ferne Lichter in dunkler Nacht. Es gab keine Antwort, die der Junge verstehen würde. Die Last der Entscheidungen, die Opfer, die gebracht wurden, blieben unausgesprochen zwischen den Spiegelbildern. Eine gefrorene Träne erschien auf der Wange des Jungen, als das Bild verblasste, ersetzt durch den kalten Monarchen. Die Unschuld wich der Entschlossenheit und das Kind verschwand im Schatten des Königs. Er wandte sich von den Spiegeln ab und blickte auf den Thron. Die Wahl war bereits getroffen. Doch in seinem Innersten blieb der Schatten des Jungen, ein ständiger Begleiter auf dem einsamen Weg des Königs. Jin Woo bestieg den Thron, die Handlung ohne Triumph. Er saß, der kalte Stein, ein starker Kontrast zu der brennenden Macht im Inneren. Er war ein König auf einem Thron aus Schatten, sein einziger Begleiter die Stille seines eigenen Schaffens. Er hatte alles erreicht, doch der Sieg fühlte sich hohl an. Die wahre Tragödie war nicht Schmerz, sondern das Vergessen, das Verblassen der Liebe und Angst, die ihn einst definierten. Er hatte gewonnen, aber die Gründe für den Kampf verloren. Am Ende war Sung Jin Woo, der Schattenmonarch, der Einzige, der wirklich verloren war. Walking Crow 1, Menghuan no Ya Mongwanyi Gamagwi. Der Phönix erhebt sich. Folge Reportagen und dem Raben. Weißt du nicht mehr weiter und bin wieder ratlos. Da fliege ich davon, so wie der Phönix lag. Ich hätte kein Hass, wenn ich mal